Herzlich willkommen, Leute, zu meinem Halloween-Video. Aus zeittechnischen Gründen, wie ihr schon gelesen habt, kann ich dieses Mal leider kein Halloween-Video und Sonntagsmärchen machen. Ich muss es dieses Mal leider zusammenlegen. Da meine Eltern zu Besuch sind, ist es mir morgen leider nicht möglich, ein Sonntagsmärchen zu machen. Weswegen ich mir vorgenommen habe, jetzt ein Märchen zu lesen mit Halloween-technischem Hintergrund und euch innerhalb der nächsten Woche ein Video nachzuliefern. Ob es jetzt ein Märchen wird oder ein anderes Video, weiß ich noch nicht. Ich werde gucken, wie es sich zeittechnisch hinkommt. Okay, dann fange ich jetzt mal an. Das Video heißt Der kleine Kürbis. Der kleine Kürbis. Es war einmal ein kleiner Kürbis. Er wuchs zusammen mit vielen großen Kürbissen auf. Sie alle hatten eine wunderschöne Farbe. Sie standen auf einem Feld in der Nähe eines kleinen Dorfes. Der kleine Kürbis war jedoch blass und klein, doch er war glücklich, weil sie alle gute Freunde waren. Nur die schönen Kürbisse blieben gerne unter sich und hielten sich von den anderen Kürbissen fern. Die aber freuten sich am Tage über den Sonnenschein und in der Nacht kuschelten sie sich eng aneinander, um nicht zu frieren. Oft hörte der kleine Kürbis den anderen zu, wenn sie von dem Bauern aus dem Dorf erzählten, der bald mit einem großen Wagen kommen würde, um sie abzuholen. Sie erzählten, dass es im Dorf Kinder gab, mit denen sie viel Spaß haben würden. Der kleine Kürbis freute sich auch wie die Großen auf den Tag, an dem der Bauer kommen würde. Er konnte diesen Tag kaum erwarten. Und dann war es endlich soweit. Von fern hörte er den Wagen immer näher kommen. Ein Kürbis nach dem anderen wurde von den Bauern auf den Wagen gehoben, bis das ganze Feld leergeräumt war. Der kleine Kürbis wunderte sich, warum niemand zu ihm kam und ihn auf den Wagen trug. Der Bauer war jetzt schon ein paar Mal an ihm vorbeigelaufen und hatte ihn jedes Mal übersehen. Lag es daran, dass er so klein und blass war? Am Ende des Tages lagen die großen Kürbisse alle auf dem Wagen und freuten sich auf die Fahrt ins Dorf. Traurig sah der kleine Kürbis ihm nach. Er fühlte sich plötzlich ganz einsam und verlassen auf dem großen, weiten Feld. Ganz alleine lag er jetzt dort. Und als es dunkel und kalt wurde und ein kräftiger Wind aufkam, begann er zu frieren. Er hatte niemanden mehr, an den er sich kuscheln konnte. Ein paar Tränen kullerten über sein Gesicht. Warum hatte man ihn übersehen und wieder alleine zurückgelassen? Viele Tage lag er ganz alleine auf dem Feld, bis ein paar Kinder kamen, um ihre Drachen steigen zu lassen. Eins der Kinder kam auf ihn zugerannt und blieb direkt vor ihm stehen. »Hey, kommt mal, hier liegt noch ein kleiner Kürbis«, rief er und winkte den anderen Kindern zu. Schnell kamen diese herbei und sahen den kleinen Kürbis an. »Wir können ihn doch mitnehmen«, sagte eins der Kinder. »Bald ist doch Halloween.« Der kleine Kürbis wusste nicht, was Halloween war, aber er war sehr dankbar, dass man ihn entdeckt hatte und ihn mitnehmen wollte, bevor es noch kälter und seine Einsamkeit noch größer wurde. Das Kind nahm den Kürbis auf den Arm und drückte ihn an sich. Dem kleinen Kürbis wurde ganz warm vor Freude. Dankbar schmiegte er sich fest an den Jungen, der mit den anderen Kindern zurück ins Dorf eilte. Dort traf der kleine Kürbis ein paar seiner großen Kürbisfreunde vom Feld wieder. Sie lagen auf der Gartenterrasse vor einem schönen Haus und freuten sich, ihn wiederzusehen. Sie hatten ihn alle sehr vermisst und sich große Sorgen um ihn gemacht. Der kleine Junge legte den kleinen Kürbis zu den anderen, die sich sofort eng an ihn kuschelten, um ihn zu wärmen. Denn es war sehr kalt geworden.
Besonders nachts, wenn der Herbstwind um das Haus fegte, war der kleine Kürbis dankbar, dass er in der Dunkelheit und der Kälte nicht mehr allein auf dem Feld ausharren musste. Wo sind eigentlich die schönen Kürbisse? Wollte der kleine Kürbis wissen, weil er sie nirgends entdecken konnte. Oh, die werden auf dem Markt ausgestellt, wo man sie bewundern und kaufen kann, antwortete einer der großen Kürbisse. Der kleine Kürbis verstand das nicht. Warum werden sie bewundert und gekauft? Na, weil sie so schön sind, gab der große Kürbis zurück. Das konnte der kleine Kürbis nicht verstehen. Waren er und die großen Kürbisse denn nicht auch schön? Am nächsten Tag kamen die Kinder wieder. Einer von ihnen hielt ein Messer in der Hand. Was machen die Kinder mit dem Messer? Wollte der kleine Kürbis wissen. Du brauchst keine Angst zu haben, beruhigte ihn der große Kürbis. Manchmal wird einem wehgetan, aber Schmerz lässt nach und die Wunde heilt auch wieder. Schau uns an, uns wurde auch wehgetan, aber dafür haben wir jetzt alle ein Gesicht und können sogar im Dunkeln leuchten. Der kleine Kürbis musste lange überlegen, ob es nicht doch sinnvoller war, noch wegzulaufen und sich lieber auf den Markt bewundern und verkaufen zu lassen. Und noch ehe der Junge mit dem Messer auf ihn zukam, war der kleine Kürbis zum Markt gelaufen, wo die schönen Kürbisse alle in der Sonne glänzten. Wie schön sie sind, sagte der Kürbis, und welch schöne Farbe sie haben. Wie schön ihre Farben in der Sonne zum Vorschein kamen. Der kleine Kürbis nahm allen Mut zusammen und fragte den jungen Mann am Stand, was mit den schönen Kürbissen geschieht, wenn sie bewundert und verkauft werden. Nun, dann werden sie in kleine Stücke geschnitten und kommen in einen großen Topf. Der kleine Kürbis erschrak. Warum werden sie denn in kleine Stücke geschnitten? Wollte der Kürbis wissen. Nun, erwiderte der junge Mann, damit sie in den Topf passen. Und warum müssen sie in den Topf? Hakte der kleine Kürbis nach. Der junge Mann wurde etwas ungeduldig, weil man eine Suppe aus ihnen kocht und sie dann verspeist. Gekocht und verspeist zu werden, fand der kleine Kürbis gar nicht lustig. Das tat doch auch weh, und es würde von ihm nichts übrig bleiben. War es da nicht doch besser, man würde ihm wehtun, aber immerhin würde er dafür ein Gesicht bekommen. Der Schmerz würde ja nachlassen und die Wunden würde er auch wieder verheilen. Und er könnte dann sogar leuchten, auch wenn ein paar Narben zurückblieben. So schnell er konnte, lief der kleine Kürbis zurück zu den großen Kürbissen auf die Gartenterrasse. Kaum war er dort angekommen, nahm ihn der kleine Junge auf den Arm, sah ihn eine Weile an. Und ehe der kleine Kürbis wusste, was mit ihm geschah, hatte er ritsch-ratsch einen Mund, eine Nase und Augen. So, sagte der Junge, jetzt bekommst du noch ein Licht und dann bist du fertig. Als der kleine Kürbis sich erholt hatte, war er ganz stolz, dass er am Halloween-Abend zusammen mit den großen Kürbissen leuchten durfte. Der Schmerz war längst verflogen und die Wunden verheilten. Er war glücklich und leuchtete so hell er konnte. Und als er sah, dass nun auch die Augen der Kinder strahlten, wünschte er sich nichts sehnlicher, als noch vielen Kindern am Halloween-Abend so viel Spaß und Freude bereiten zu können. Also, liebe Leute, guckt euch genau um, denn am Halloween-Abend ist immer ein kleiner Kürbis, der zwischen den großen Kürbissen leuchtet. Und so sagen euch mein Freund und ich für heute Abend gute Nacht und auf ein neues, schreckliches, schönes Halloween.